Heute bei Papalapap. Ich nehme dich mal mit in die Animation von diskreten Eigenschaften, die bislang noch nicht möglich waren. Die Animation von diskreten Eigenschaften? Ja. Hallo Stefan, schön dich zu sehen. Hi Holger. Na, wie geht's dir denn so? Bist du noch im CSS-Land unterwegs? Ich möchte dich auf eine Reise mit ins CSS-Land. Ins Abenteuerland? Ja, das auch. Komm mit. Okay. Ja. Wir bleiben weiter in der Thematik CSS unterwegs. Ja. Ist ja eins deiner Lieblingsthemen. Wir bleiben weiter, weil wir eine der Folgen, die wir vor ein paar Folgen aufgenommen haben, war ein Die wir vor 5 Minuten aufgenommen haben und die ihr auch vielleicht in 2 Wochen, vor 4 Wochen, wer weiß das schon, gesehen habt. Sehr schön, sehr schön. Der Stefan wieder. Der Stefan ist so der Zeitmaster. Das ist so. Ich nehme dich mal mit in die Animation von diskreten Eigenschaften, die bislang noch nicht möglich waren. Die Animation von diskreten Eigenschaften. Ja. Wovon rede ich da wohl? Lass uns einfach mal direkt reinstarten. Ach so. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Ja. Schauen wir mal drauf. Wir haben unser Target-Element. Das ist ein Div, da steht einfach nur ein Text drin. Und dieser Text steht jetzt stellvertretend für irgendwas in deiner Anwendung, was du ausblenden möchtest. Stopp. Okay, also was möchtest du jetzt erstmal machen? Also du möchtest... Das erkläre ich dir jetzt. Ganz ruhig, mein kleiner Freund. Okay, ja. Komm mit. Also, wir haben ein Element, Ja. da steht ein Text. Ja. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, wir möchten das ausblenden. Nehmen wir mal als Beispiel Anwendungsfall, wir haben irgendwie ein Element in einer Liste und das möchten wir löschen können. Ach so, okay. Wäre so ein typischer Fall, den ich schon öfter in Projekten gehabt habe. Und dann will man das vielleicht ein bisschen schön haben. Das heißt, das soll dann animiert werden. Beispielsweise soll das so langsam ausfaden und erst dann verschwinden. Das heißt, was wir dann hätten versuchen können, ist, wir löschen das Element nicht, sondern geben dem eine spezielle CSS-Klasse, um es zu verstecken. Das habe ich mal hier gemacht, indem ich hier einen Button gebaut habe. Das holt sich unser Element aus dem DOM und fügt einfach eine CSS-Klasse, die ich genannt habe, Height, mit in die Liste der CSS-Klassen. Und was macht diese Klasse? Die setzt einfach die Opacity auf 0 und die Display Property auf None. Und weil ich das Ganze aber animiert haben möchte, habe ich auf meinem Target-Element eine Transition gesetzt und sage, bitte animiere das doch über 2 Sekunden. Jetzt bin ich hier im Firefox unterwegs und wenn ich jetzt das Ganze mal ausprobiere und Height drücke, dann seht ihr, da ist gar nichts animiert. Warum? Weil ich einfach bisher die Display Property gar nicht animieren konnte. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Height-Klasse hier draufgesetzt habe, ist sofort meine Display Property auf None getoggelt. Das Element war weg und meine schöne Animation mit der Opacity kam gar nicht zum Tragen. Okay. Das ist also ein durchaus gängiges Problem, was ich schon hatte. Ja. Und das löst man dann vielleicht damit, also man könnte jetzt einen Observer auf die Transition machen und sagen, erst wenn das durch ist, dann möchte ich die Display Property setzen oder das Element ganz aus dem DOM entfernen. Ja, verstehe ich. Aber ich hätte meine erste Intuition war jetzt, ich kann die Opacity ja durchaus animieren, aber ja, nee, du hast ja recht. Ich setze sofort das Ding auf None und dann ist das. Und warum setze ich nicht nur die Opacity auf 0? Weil ich dann keine accessible Lösung habe. Das heißt, das Element ist ja dann immer noch da. Ja. Potenzielles Problem für Screenreader. So, wir sind jetzt einmal den Browser gewechselt. Wir sind jetzt im Chrome-Browser und sehen, ich habe hier eine weitere Property hinzugefügt. Die heißt Transition Behavior. Und mit dieser Property kann ich jetzt einstellen, dass ich auch Discrete Properties animieren will. Also Allow Discrete. Und aber was heißt denn jetzt also diskret? Jetzt wahrscheinlich jetzt nicht im pornografischen Sinn, sondern
von diskrete Zahlen, also das ist also endlich aufzählbare ist das doch, glaube ich. Ja, also wir haben halt hier im Gegensatz zur Opacity, die einen Wert von 0 bis 1 annehmen kann und dann zum Beispiel innerhalb einer Animation 0,5 sein kann, also innerhalb einer Transition, ist das ja bei einer Display-Animation nicht möglich. Das heißt, die toggelt von None auf von Display-Block bei einem Diff, bei einer Änderung hier bisher direkt auf Display None. Neu ist, dass ich jetzt mit dieser Transition Behavior Allow Discrete das steuern kann. Und was passiert ist, dass die Display Property erst am Ende toggelt. Das heißt, die bleibt also quasi für die ganze Zeit der Transition, also ich habe ja jetzt gesagt, auch die Display Property soll 2 Sekunden dauern, die Transition, bleibt sie die ganze Zeit auf Block und erst ganz am Ende geht sie auf None. Das ist auch anders als bei anderen diskreten Properties. Was von beiden ist jetzt die diskrete Property? Also, Display. Display, okay, weil also auch links ist ja, Opacity ist ja jetzt auch nicht unendlich aufgelöst, weil das ist ja durchaus auch diskret in dem Sinn. Aber okay, weil ich bei Display 2, keine Ahnung, 2, 3, 4 Werte habe, ja, verstehe. Genau, das ist also neu. Ich kann also jetzt entsprechend auch die Transition auf ein Display setzen und etwas sanft ausblenden, ohne dann noch mit JavaScript nachbessern zu müssen. Cool. Das Ganze geht für CSS Transitions, das haben wir gerade schon gesehen. Das geht aber auch für CSS Animations, habe ich auch noch ein Beispiel mitgebracht, wo wir mal reingucken können. Ähnliches Beispiel wie gerade, wir haben wieder unseren Hello World Text und fügen auch wieder eine Klasse hinzu, aber diesmal über eine entsprechende Animation. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, unsere Fade-Out-Klasse ist eben eine CSS-Animation mit einer Dauer von 1 Sekunde und im Zielzustand, also bei 100%, setzen wir eben die Opacity auf 0 und auch da die Display Property auf None und der Effekt ist halt hier der gleiche, wie der, den wir gerade gesehen haben, nur dass ich eben mit CSS-Animationen das noch ein bisschen feingranularer steuern kann und natürlich wieder andere Anwendungsfälle habe. Genau, das finde ich eine ziemlich coole Erweiterung, weil das tatsächlich ein Anwendungsfall ist, den ich in der Vergangenheit schon hatte, wo ich dann immer auf JavaScript zurückgreifen musste, um dann entsprechend nachzubessern. Das fand ich eine schöne Erweiterung. Das ist sehr cool. Ja. Es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Ja. Ja. Sehr cool. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und beim nächsten Mal schauen wir vielleicht noch mal in eine weitere CSS-Eigenschaft, Container Queries. Ist vielleicht auch noch mal spannend. Oh, ich bin gespannt. Alles klar. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Papalapap. Papalapap. Stefan, da haben wir ja die CSS-Folge gerade überlebt. Was heißt denn hier überlebt? Da haben wir doch mal so, das haben wir doch mal so ganz eben, haben wir das mal so hingekriegt. Hat dich das wieder überfordert, oder? Das hat mich überfordert, das hat mich ganz überfordert. Krieg schon wieder Puls, ey. Ja, das soll doch so sein. Ja. Dass du endlich auch mal aus so einer Little